Hallo zusammen. Also, ich war schon lange nicht mehr online. Das hat einen Grund. Ich habe extrem emotional schwierige Woche gehabt. Wie ihr seht, ist es auch hier ziemlich sichtbar. Weil am Anfang war ich von, ich bin ein Buch am Schreiben und tipptopp, wunderbar, alles gut. Aber es hat natürlich auch noch eine Realität, die heißt Rechnungen zahlen. Anstatt Dienstleistungen zu erstellen, wie Heilungen geben oder was auch immer, wo man Geld mit verdienen kann oder mich bewerben bei anderen Jobs, habe ich eher einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich habe mich gemeldet bei einem Mensch, wo ich dachte, das ist ein guter Mensch, guter Freund. Am Tag, dass ich eines der schwersten Nächte meiner Leben hatte, wo ich entschieden habe von, ich will so nicht leben. Ich gebe mein Leben ab. Und da ich ja mit meiner Ausbildung war bei mir gleich die Hinterfrage, Moment mal, ja okay, das bedeutet Selbstmord. Ja, da war ich. Da muss ich es aber so machen, dass meine nächste Inkarnation kein Problem damit hat, weil ich bin zum Beispiel in dieses Leben mit der Nabelschnur dreimal um meinen Neck verwickelt. Und das hat irgendwie eine ganze Reihe Lebenslektionen ausgelöst, wie auch immer. Der Freund hat nicht beantwortet. Ja, um 12 Uhr, aber da hatte ich noch selber einen Arzttermin. Und in dem Moment war ich schon nach einem YouTube-Kanal von mich selber geführt, mein eigener, wo ich ein Video fand von mir mit der einzige Video, was eigentlich eine Heilung für mich war. Loneliness is killing me. Die habe ich mich in dem Moment angeschaut. Dann hat auf einmal der Freund geantwortet so von, ja, ich habe jetzt einen Arzttermin, soll ich nachher anrufen oder... Und dann sagte ich von, ich möchte nicht mehr weiterleben und deine Lösung ist ein Telefonat. Also ich war da komplett erschüttert so, weil ich dachte wirklich so, ich kenne das nicht, ich bin Holländerin, weil ich dann in Holländer, die hören so etwas und die kommen zu dir. Wie geht's dir? Der muss ja nicht alles für mich lösen, weil ja, ist ja mein Problem, aber es war krass. Wie auch immer. Weil ich das Video von meinem eigenen Kanal angeschaut habe, war ich auf einer dermaßen Ebene, dass ich für mich eine Heilung anfangen konnte. Also, der hat 2,5 Stunden gedauert, ich habe es aufgenommen und es war krass, wie depressiv ich da war, wie wenig Energie und ich war müde, alles war kalt, ich wollte nicht mehr. Aber weil ich gewöhnt bin, diese Arbeit zu machen, habe die Heilungsschritte einfach verfolgt und ich habe mit Engeln gearbeitet und ich habe mit dieses gearbeitet und das gearbeitet und das gearbeitet und ich war noch immer scheiße drauf, wirklich so von fuck hell. So von. Dann auf einmal guck mir im Sinn, Moment, ich war noch etwas am Machen, bin ich vergessen. Ich mache das mal fertig. Also, das ist eine Zusammenarbeit, was ich schon seit 2014 mache oder vielleicht 2012, weiß ich nicht. Dann arbeite ich mit einem blauen weiblichen Engel des Todes. Die ist zuständig, dass Todesbilder, Erinnerungen aus das Energiefeld aufgeräumt werden. In meiner Situation, wenn ich weiterleben wollte, fand ich das ziemlich angepasst, oder? Ich weiß noch, ich fragte sie, kannst du mich bitte die Todesbilder und Energie und Gedankenformen aus meiner Major Chakra, Minor Chakra, Secondary Chakra, Aura Layers en God of the Heart Space wegholen.
Sie schaut mich an. Sie schaut nämlich, ich fühle, wo sie ihre Energie aufrichtet. Sie richtet die Energie hier auf meinen Brustkorb, auch außerhalb. Das nennt man God of the Heart Space. Das ist nicht nur das Herzchakra und das Herz, aber das beinhaltet viel mehr. Sie schaut mich mit ein weiches Lächeln an. Englisch des Todes, gell? Sie schaut mich sehr liebevoll und sehr voll Empathie an. Und sie sagt, Helen, dein God of the Heart Space ist trashed. Das heißt, jemand hat Müll abgeladen dort. Frag doch mal schnell deine Engel in der Höhe Magie, um das aufzuräumen. Und ich in dem Moment noch, okay, das macht Sinn. Ich sag's euch. In dem Moment, dass ich meine Engel frage von, bitte clear up my God of the Heart Space, within 2 minutes, schneller noch, ich glaube fast 30 Sekunden, 30 Sekunden, sage ich euch, puff, komplett weg. Das ganze Gefühl, mein eigenes Leben abgeben zu wollen und zu beenden wollen, weg. Aber dann kam die nächste Schicht von mein Dharma. Der freut sich einfach. Ich habe ihm das geschrieben, ich habe es gefunden in mein God of the Heart Space, weil er hatte mich die Empfehlung gegeben, fang mal an, deine Hauptchakras zu klären und stell dich komplett ins höchste Licht, wo du Zutritt hast. Ich habe ihm geschrieben, was ich gefunden habe. Und er sagt, super, gratuliere dir. That's it, nicht mehr. Nicht mehr als die 3 Wörter. Super, gratuliere dir. Das war für mich so ein Schlepp in die Face. Und dann habe ich ihm noch gesagt, von du verwirrst mich mit deiner Bemerkung. Was bedeutet das? Gehst du jetzt einfach mit deinem Alltag weiter? Kommst du vorbei? Das war um 2:45 am Nachmittag, dass er das schrieb. Oder ich ihm das schrieb. Hat einfach nicht beantwortet. Hat einfach die WhatsApps nicht mehr weitergelesen. Und ich habe ihm 4:45 habe ich ihn wieder angerufen und nicht abgenommen. Und kannst du dir vorstellen, wenn man nicht weiterleben möchte, das ist extrem emotionale Belastung und das tut man nicht mit jedem teilen. Man tut, wenn man das mit jemandem teilt, tut man das sehr gezielt. Ich habe sehr bewusst dafür gewählt. Ich teile es nicht mit meiner holländischen Backup, Freunde und Familie, weil die sind 800 Kilometer entfernt. Ich habe es gemacht bei meinem Ex, der ein Dorf weiter wohnt. Und dann gab er mich am Schluss ein WhatsApp, dass er nichts damit anfangen kann und er sieht nicht, wie er mich helfen kann oder weiß ich was. Er braucht nämlich Zeit für sich oder weiß ich was alles. Das ist ein bisschen blurred, the memory. Wenn ein Mensch so etwas macht, und dann muss man wissen, ja, das erzähle ich jetzt nicht im Detail, dann ist es für mich einfach vorbei. Dann gibt es keine Freundschaft, gibt es keine Geschäftsbeziehung, nichts, nada. Wir haben so einen Tiefpunkt, wenn man alle Möglichkeiten hat, um nur schnell vorbeizukommen, zum Schauen, wie geht's dir. Aber mein Leben ist, wie mein Leben ist, gell? Ihr kennt mich oder noch nicht. Dann werdet ihr mich kennen. Es ist heute Freitag und das hat alles stattgefunden am Mittwoch. Und der Grund von all diesem Stressausbruch ist, dass ich habe mich angemeldet beim RAF, nachdem ich im November und die Beziehung und meinen Job verloren habe. Dank meiner Emotionen. Ja. Ich habe immer in einer Welt gelebt, wo Menschen nicht umgehen können mit Emotionen. Dann habe ich
eine ganze Reise gemacht in mich. Sonntag habe ich anerkannt, dass es ein Papa-Issue gab, tatsächlich. Hatte mir nichts gesagt, also dein Geistführerteam. Ich bin immer gewöhnt, dass ich alleine bin, unterwegs bin. Es gibt ein paar Menschen, die mich unterstützen, aber emotional aber nicht viele. Und das hat alles vielleicht mit Jugendtrauma oder weiß ich was zu tun. Ist alles okay, das werde ich in anderen Videos mal erklären. Aber mein Leben ist, wie mein Leben ist. So war ich dann heute endlich so weit, dass ich mich bei der Gemeinde habe gemeldet. Von bitte hilf mich finanziell. Also hier, ich wohne ja nebendran, oder? Und du kannst dich vorstellen, wie viel es für mich gekostet hat, bevor ich den Schritt genommen habe, rüber zu laufen. Das war das Resultat. Ich habe verweigert, all meine Grenzen habe ich sprengen müssen, dass ich bereit war, nach die Gemeinde zu gehen, weil zum Sagen, ich bin nicht mehr fähig, meine Rechnung zu zahlen. Die Dame, die da war, mega lieb, mega herzlich. Die hat so viel Empathie, so viel Verständnis, war Wahnsinn. Also das war sehr, sehr, sehr angenehm. Aber die Sozialhilfeabteilung ist ein anderes Gebäude, habe ich etwas weiterlaufen müssen, habe ich wieder Jacke anziehen müssen. Ich bin auch wirklich gerade zurück von dem. Die Dame da, die hat nicht das empathische Vermögen, das ist ja nicht so eine Rolle, aber nur zum zeigen, wie mein Leben ist. Ich sitze da. Und ich bin da, oh ja, das ist etwas anderes, aber ich bin da die Formulare am Ausfüllen. Kommt mir herein. Und er schaut mich an und er sagt, wie geht's dir? Ich sage, scheiße. Ich habe ein wahnsinnig nettes Gespräch gehabt. Er hat mich zweimal gesagt, steh auf, ich umarme dich. Ein komplett Fremder. Der hat so viel Verständnis gehabt für meine Situation und so viel gute Tipps und Mut eingesprochen. So von, hey, du schaffst das. Und weißt du, was er auch noch gemacht hat? Und das ist wirklich flabbergasted. Das ist wirklich, dass ich denke von, oh, dass ich alle Geistführer-Team danken kann und unsere Seelen, dass wir uns in dem Moment getroffen haben. Weißt du, was er macht? Er umarmt mich. Und weißt du, was er macht? Macht das, Nähe zu meinem Rücken und sagt von, komm, mein lieber Engel, ich tue dich doch da kurz massieren, damit du deine Flügel wieder gut nützen kannst, damit du flattern kannst. Das Leben ist unfassbar schön. Es ist im Moment für mich sehr schmerzhaft, aber das überlebe ich. Aber es ist Wahnsinn, wie das Leben einfach den Menschen schickt, die nicht nur motivierend sind, die auch sagt, du brauchst Umarmung, ich gebe dich eine Umarmung. Und das zweite Mal, dass es sagt von, komm, ich massiere dich da kurz, damit du deine Flügel wieder flattern kannst, mein Engel. Also, das wollte ich teilen. Kaffee mit Herren. Ich gehe jetzt meine Mutter zurück anrufen, auch mit dieser Geschichte, aber ich habe es zuerst so willen teilen, weil er sagte auch, das, was man in uns Alter lernen muss, ist, sei bereit, Hilfe zu fragen. Und wenn der Erste die Hilfe ablehnt, geh zum Nächsten. Frage um Hilfe. Also, da bin ich denn heute. Ich bin 26 Jahre lang vorbereitet auf das Schreiben vom Rosa-Buch, wo ich jetzt dran bin. Ich habe schon 2 Jahre lang daran geschrieben und jetzt bin ich in die letzte Phase von was kommt rein und was geht raus. Ich habe so viele Projekte in meinem Kopf, ich habe alles schon aufgeschrieben und weiß was alles mehr, ich brauche Hilfe bei das. Aber wie ihr weißt, ich habe null Geld, ich habe schon es ist heute 29. Januar, ich habe seit 12. Januar
4,65 Franken auf dem Konto. Das ist schon scheiße. Aber dank das Gespräch mit meinem eigenen Teacher gestern, das war einfach ein schon vorher abgemachter Termin über, was er noch beitragen kann am Buch. Da sind Sachen zuvor gekommen, auch Heilungsschritte. Und das tut so wahnsinnig gut. Und ich habe gestern eingesehen, dass das Empfangen von Heilung Wahnsinn befreiend ist. Ich habe es diese Woche auch selbst erfahren, durch Selbstheilung zu machen. Und ich habe, denke ich, zuerst zu diesem Nervenzusammenbruch führen müssen, bis ich wieder bereit war, das zu machen, weil auch zu sehen, dass Heilung ergeben ein ganz schöner Weg ist, sich selber besser kennenzulernen, aber auch andere Menschen und dass sie doch interessant sind. Und ich brauche einfach Unterstützung in dieser Phase vom rosa Buch. Und meine Frage an dich ist, ich will dich nicht sagen, wie du mich helfen kannst, weil im Moment brauche ich auf alle Lebensbereiche Unterstützung und Hilfe. Und es wird ein mega geiles Buch. Aber für mich persönlich brauche ich einfach auf verschiedener Ebene Unterstützung. Und ich weiß, geht mit 2 Wochen, dann bin ich auch fähig, wieder Healing Journeys durchzuführen mit anderen Menschen. Aber ich muss jetzt zuerst für mich sorgen. Gibt es etwas, was du für mich tun kannst? Und mach das. Nimm den Schritt, nimm Kontakt mit mir auf und sag mir, Helen, ich habe ein Video gesehen, ich kann das und das für dich tun. Da kann ich nur sagen, danke. Danke, dass das Leben mich im Moment zeigt, dass um Hilfe fragen, wenn man in der Tiefe ist, dass es okay ist und dass Leute bereit sind, Hilfe zu bieten. Also,